uns mit Gebet einführen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, we thank you for this day you gave us. Herr, wir wollen dir danken für diesen Tag, den du uns gegeben hast. We want to thank you for this opportunity that you gave us to come together again. Und wir wollen dir auch danken für diese Möglichkeit, die du uns gegeben hast, dass wir uns wieder hier versammeln können. I pray that you be with us during this hour of study. Und bitte sei mit uns während dieser Stunde des Studiums. I pray that you help us to see the truths of this word. Und wir bitten, dass du uns hilfst, die Wahrheiten deines Wortes zu sehen. And I pray that you continue to bless this day and all the people in your movement. Und ich möchte, dass du weiterhin uns segnest diesen Tag und auch alle, die in der Bewegung sind. In the name of Jesus, amen. Im Namen Jesu. Amen. Okay. This morning we were looking at these 2 points right here, the final review and midnight. So, heute Morgen haben wir diese 2 Punkte hier angeschaut, der finale Untersuchung und auch Mitternacht. And we were looking at the correlation between the deadly wound of the papacy at the end of the 1260. Und wir haben den Zusammenhang zwischen der tödlichen Wunde des Papsttums am Ende von der 1260 and this horn that gets broken here, marked by Greece. und diese griechische Horn, der hier gebrochen worden ist. Okay, because this little time of peace right here is just a fractal of this one, if you want to say that. Diese kleine Zeit des Friedens hier ist nur eine Fraktal von diesen. Okay, and this one you have a star come down from heaven, leads to the shaking of the heavens and the earth, and likewise here you have a falling of the star leading to the shaking of the heavens and the earth. Hier hat man einen Stern, der vom Himmel fällt, der führt zu der Erschütterung von Himmel und Erde und genau auf derselbe Weise hier dasselbe. Okay, so now the prediction that we are looking to finalize going to take place at this point right here. Also die Vorhersage, die letztendlich hier an diesem Punkt stattfinden wird. Everything is hanging on this. You've got no idea what hangs on this prediction right here. Alles hängt gerade von dieser Vorhersage an diesem Punkt ab. Now, for those people that watched the discussion between Brother Jeff and this Muslim guy, Also für diejenigen, die diese YouTube-Video zugeschaut haben, zwischen diesem Interview, diese Diskussion zwischen Bruder Jeff und diesem Muslim, these Muslims are practically mocking Christianity. Right? diese Muslime im Grunde, die haben eine Art des Christentums zu verspotten. I mean, they're less guilty than many of the people proclaiming to be Christian out there. Right? Und die tragen nicht so viel Schuld wie viele von denjenigen, die behaupten, Christen sogar zu sein. But nonetheless, the reason why they're mocking is because we don't know God, right? Aber nichtsdestotrotz, der Grund, weshalb sie spotten, ist, weil wir eben Gott nicht kennen. But right at this prediction right here, the Lord is about to reveal himself, right? Aber gerade durch diese Vorhersage an diesem Punkt, der Herr steht kurz davor, sich zu offenbaren. Now, the reason why the Lord says no public evangelism is because in order to evangelize somebody, you have to have a foundation upon which the person is prepared to stand. Und der Grund, weshalb der Herr sagt, keine öffentliche Evangelisation, ist, so dass man evangelisieren kann, man muss eine Plattform haben, auf der man vorher stehen kann. For instance, Zum Beispiel, Muslims have the Quran, right? die Muslimen, die haben den Koran. They believe that that's the word of their God, right? Und die glauben, dass das Wort deren Gott ist.
Christians have the Bible. They believe that that's the word of their God, right? Und die Christen haben die Bibel und die glauben, dass das das Wort des Herrn ist. But without any proof, right? It's just one man's opinion against another man's opinion. Right? Aber ohne Beweis dafür ist es nur der eine seine Meinung gegen der andere. And this is what we saw on when Elijah went up to Mount Carmel. Right? Und das ist, was wir gesehen haben, als Elia auf Karmel ging. What did Elijah say to the people? Was hat Elia zu dem Volksmenge gesagt? How long are you going to hold between two opinions, right? So, wie lange bleibt ihr unentschieden zwischen diese zwei Entscheidungen? And that's what it's all about, two opinions, right? Darauf hängt alles ab. Es sind zwei Meinungen. But one of those opinions is true and one is false. Aber eine von diesen Meinungen ist eben wahr und der andere ist falsch. Okay? Amen. And Sister White says that you can take proofs from the Bible and make them arguments all day long, and they will still find ways to pervert and get around it. Right? Und Ellen White sagt, dass du Beweislage von der Bibel machen kannst und daraus feste Argumente machen können, aber die werden dennoch Wege finden, um dagegen zu argumentieren. This is why we need the power of the Holy Spirit to demonstrate that it's true and also in our lives, right? Und darum brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, um zu demonstrieren, dass es wahr ist, aber auch das Kraft brauchen wir in unserem persönlichen Leben. Okay, so the Lord, when He brings this to pass, He will close their mouths, right? That's what basically is going to happen. Right? Also im Grunde durch diese Vorhersage, wenn der Herr das hier zustande bringt, er wird den Maulen stopfen. When Satan couldn't deceive Christ, he fled from him, right? Also als Satan nicht imstande war, Christus zu verführen, dann hat der von Christus geflohen oder gewichen. Why could Satan not defeat Christ? Because he used the scriptures. Und warum konnte Satan Christus nicht überwältigen? Weil Christus die Schriften rechteweise einsetzt. Okay, and he left him for a season. Und er hat ihn für eine Zeit lang in Ruhe gelassen. Okay, but the point I want to show, this morning we were talking about this league right here, right? Aber der Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist heute Morgen, wir haben über diese Bündnis gesprochen. Right, so let's just take the bigger factor, right? If I do this here, right, 1848, which is the Sunday law. Also wenn ich hier auf diese große Fraktal 1848 hier markiere, was das Sonntagsgesetz auch darstellt. What happened there and why? Was geschah hier und warum? Civil War. Civil War. Domination of Christians. No, okay, that's very black and white. Also Right? ein Bürgerkrieg aufgrund von Staat und Kirche zusammenkommen. Und But that's ja, not, aber das ist sehr that's not schwarz. really answering the question. Aber meine Frage ist nicht damit beantwortet. No. The real reason. Why did the people get angry? So, die wahre Gründe, warum sind das Volksmenge zornig geworden? Because they just came out of a depression. Okay, it's something that they had known about previously to that, right? So, sorry, what did he say? They, The people just came out of oppression and now they want to feel oppression. Okay, dass yeah, but be die more specific. Yeah, They just come out of what? of a Sunday oppression. Of the 1260. And now they come. They want to also die sind gerade aus einer Sonntagsgesetzkrise oder einer 1260 herausgekommen und jetzt wollen sie das nochmal einsetzen. Okay. The Pope had just been knocked off his perch, right? And now they wanted to come and put him back on that very point, right? Also der Papst ist gerade von seinem Podest heruntergestoßen worden und jetzt wollen sie ihn wieder darauf stellen. So it was something that they were familiar with, right? Also es war irgendetwas, womit sie gewissermaßen vertraut waren. That's why they rose up. They says, "What? You're going to repeat that history?" Also die sind ein Aufruhr aufgestanden, weil sie haben hier gesagt, was, ihr wollt diese Geschichte wiederholen? Sister White says, "We've nothing to fear for the future, lest we forget our past history," right? So Ellen White sagt, wir haben nichts vor der Zukunft zu befürchten, es sei denn, dass wir unsere vergangene Geschichte in gewissen Worten vergessen. Therefore, what have we everything to fear?
So dadurch, wovon haben wir alles zu fürchten? We forget, when we come out of this, if we forget it, we are in a lot of trouble, Also right? wenn wir aus dieser Phase herauskommen und wir es vergessen, was wir gerade so eben durchgegangen sind, dann haben wir was zu fürchten. Because right here it's going to repeat. Weil gerade hier wird es alles wiederholen. What happens here? Was geschieht hier? The French Revolution, Also der right? französische Revolution. It's a parallel to this, to Das ist 1848, eine right? Parallel zu 1848. South rising against the north. Den Süden gegen das Norden aufkommen. Nations getting angry, right? Nationen werden zornig. Right? Amen. Okay, but the point that I want us to see is that this league that gets formed here, that there's something we have to understand about it. Aber der Punkt, den ich möchte, dass wir sehen, ist diese Bündnis, die hier stattfindet. Es gibt was daran, worüber wir verstehen müssen. What was the King of France doing right here? Was hat der König von Frankreich gerade hier getan? He ran away. How can we go such a diverse offshoot from what I'm talking about? I pointed to this and I'm asking, what did the King of France do right here? Also im Bezug hierauf, auf diesen Bündnis, was hat der König von Frankreich hier getan? Please keep our minds in the right direction. He made a league, right? Hat ein Bündnis mit dem Papst gemacht. Okay, the Pope was involved in it, but he was making a league with the kings, right? Also der Papst war da involviert, aber der hat ein Bündnis mit den gesamten Königen gemacht. The point that I want to make, it's a worldwide league with the leaders of the earth, right? Es ist eine weltverbreitete Bündnis mit den Anführern der Welt. Okay, so I want us to look at this. I want us to understand it properly. Go to Matthew 24. Geht jetzt zu Matthäus 24. Wir wollen das näher anschauen und es richtig verstehen. Matthäus 24. Now, it's very important that we consider things very closely and not just have a basic overview of things, right? Und es ist wichtig, dass wir die Sachen näher, ganz nah betrachten, im Detail betrachten und nicht nur eine oberflächliche Veranschauung Right. haben. Matthew 24, we'll read verses 3 through 10. Matthäus 24 und wir lesen die Verse 3 bis 10. Okay, it says, And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and deceive many. And ye shall hear of wars and rumours of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Right? And this leads to the second coming of Christ. Right? Und das führt zum zweiten Kommen Christi. So Christ gives them a rundown from the beginning to the end. Right? Christus gibt sie eine Reihefolgung von Ereignissen von Anfang bis zu Ende in diese Aussage. And in those passages there, right, there's two times of trouble, right? In diese Schriftstellen, die wir eben gelesen haben, sind zwei Zeiten des Trübsals. But there's things in those passages there that you can't see. Aber right? es gibt Sachen innerhalb von das, was wir gelesen haben, die an der Oberfläche nicht zu sehen sind. Right? Amen. So you can't make a doctrine, a complete doctrine for the end of the world out of those passages, right? Because you're missing elements, right? Basierend nur auf diese Schriftstellen kannst du keine feste Lehre für das Ende der Welt machen, weil es eben Informationsteile fehlen. What's missing? Was fehlt? Come on, who's switched on? What's missing?
Das fehlt. Okay, well, the little time of peace. It's missing. Kleine Right? Zeit des Friedens ist nicht da. Doesn't mention anything about a time of peace there, Es right? sagt überhaupt nichts über eine kleine Zeit des Friedens. Okay, and that's important, right? Its purpose, it doesn't mention it. Das ist wichtig, weil es ist Absicht, dass es nicht erwähnt wird. So, I put notes in, you just go, they're in the live stream. Also da sind Notizen in den Livestream. And go to this next quote from 1 Thessalonians 2:68. Gehen wir zu diesem ersten Zitat von 1. Band des Zeugnisses 2,68. And I've placed the quote there in German. Well, yes, maybe. Und ich habe den Zitat in Deutsch in den Livestream gepackt. Okay, but the point is, right, it begins in the first paragraph. We've read this many times, but I wanted just to see something, right? Also es fängt im ersten Absatz, dieses haben wir einige Male gelesen, aber ich möchte, dass wir was da sehen. It says, I was shown the inhabitants of the earth in the utmost confusion, war, bloodshed, privation, want, famine, and pestilence. This is the first time of trouble, right? Darüber, also der erste und zweite Satz spricht über die erste Zeit des Trübsals. And when you go to the next paragraph, Und in der nächsten Absatz, it says, my attention was then called from the scene. There seemed to be a little time of peace. der schien, also ob es eine kleine Zeit des Friedens gab. So why is there no time of peace in Matthew 24? So, warum gibt es keine Zeit des Friedens in Matthäus 24? It just seems like there is. Okay, it just seems like it. There's no real time of peace. Weil es gibt Right? keine wahre Zeit des Friedens, es scheint nur so. Right. And other parts of scripture will help us to understand that, right? Andere Schriftstellen werden uns helfen, das besser zu verstehen. It's just the Lord holding them back, right? But it only seems to be a time of peace. You're not to be deceived by that, Es right? ist nur, dass der Herr diese Kräfte zurückhält. Es nur scheint, als ob es eine kleine Zeit des Friedens gibt und wir sollen dadurch nicht verführt werden. Because it says, once more the inhabitants of the earth were presented before me, and again everything was in the utmost confusion. Strife, war, bloodshed, with famine and pestilence raged everywhere. Right? Weitergelesen. Okay, so that's important that we understand that what looks on the surface as a time of peace is really a deception for what's really going on behind the scenes. So, was auf der Oberfläche scheint als eine kleine Zeit des Friedens, ist nur eine Täuschung von das, was tatsächlich hinter die Kulissen sich abspielt. Okay, so when in the story of Goliath, what were the two sides doing? Die Geschichte von Goliath, was haben die zwei entgegengesetzten Seiten getan? Bring themselves to show. They were faced off against each other, right? Also die haben sich gegenübergestanden. Was it a time of peace? War es eine Zeit des Friedens? No, they both had war in their minds, right? Nein, die haben beide Krieg in den Gedanken gehabt. But the time of peace is illustrated by Goliath walking up and down for 40 days. But really, it's right on the verge of a battle, right? Also der kleine Zeit des Friedens wird dargestellt durch Goliath, der auf und ab geht 40 Tage lang. Aber im Grunde, in der Realität, die stehen gerade an der Schwelle von einer blutigen Schlacht. So there's a reason why Sister White uses this language. She wants us to understand something, right? So, es gibt einen Grund, weshalb Schwester Weiß gerade diese Sprache benutzt. Sie möchte, dass wir was ganz Bestimmtes verstehen. Okay, and it's about really understanding this principle about the Alpha and Omega, the beginning and the end, right? Es handelt sich, dass wir dieses Prinzip über das Alpha und Omega, das Anfang und Ende besser verstehen. Okay, go to Revelation 17, verse 12. Dann gehen wir zur Offenbarung 17, Vers 12 und 13, das ist auch in die Notizen. It says, "In the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast." Right? This is 1848. Right? 1848 ist das. Okay. So we're focusing on the beginning now and how it's going to go forward. So, Right? hier lassen wir unsere Augenmerk auf das Anfang fallen und wir werden sehen, wie es dann vorangeht. So at the beginning, you have a
league. So am Right? Anfang gibt es ein Bündnis. And the league is these 10 kings Und dieses Bündnis ist diese 10 Könige, that give themselves to the woman, the papacy, for 1 hour. Right? die sich den Frau, also der Papst, 1 Stunde hingeben. Okay. And if we go to Psalm 83, Jetzt Psalm 83, Vers 1 bis 5. it says, Keep not thou silence, O God, hold not thy peace, and be not still, O God. For lo, thine enemies make a tumult, and they that hate thee have lifted up their head. Right? And Sister White says very clearly, the lifting up of the head is the papacy. So Ellen White sagt, dass dieses Erheben der Augen oder dieses Erheben des Hauptes ist markiert der Papst. This is what they're doing right here in 1848. Das ist Right? gerade was sie hier 1848 tun. They have taken crafty counsel against thy people and consulted against thy hidden ones. They have said, Come, and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be no more in remembrance. For they have consulted together with one consent. They are confederate. Right? They're all of one mind. Die sind alle eines Sinnes. So this illustration here is the same illustration as you see in Revelation 17. So right? diese Darstellung, die wir hier in Psalm 83 sehen, ist dasselbe wie in Offenbarung 17. Now, the word confederate there in Psalm 83 verse 5, if you look at it in the Hebrew, Also dieses Wort Confederate, bündniseinig, Und Vereinigung. diese Vereinigung, wenn wir das in den Konkordanz anschauen, it says, if you just look at it there, it means league. und wenn wir es anschauen, es heißt Bündnis. So it says, for they have consulted together with one consent, they are a league against you. Right? Also die sind ein Bündnis gegen Gott. Right? All see that? Kann jeder das sehen? So there's a league made at the beginning, and it's going to show us how it leads to a league at the end. Also es gibt ein Bündnis, die am Anfang gemacht wird, und das wird uns zeigen, wie sie ein Bündnis am Ende machen werden. So back to Revelation 17 and verse 14. So, zurück zur Offenbarung 17 und Vers 14 und 15. It says, these, meaning this league, So, right? diejenigen, und das am Anfang diejenigen, das ist auf diese Bündnis bezogen. These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. And he saith unto me, the waters which thou sawest, where the horse sitteth, are peoples and multitudes and nations and tongues. Right? So this is a confederacy or a league that represents the whole world. Right? Dies ist ein Bündnis, der des gesamten Welt mit einzieht oder den gesamten Welt darstellt. And it says, all the world wandered after the beast. Es sagt in der Bibel, dass die gesamten Welt sind den Tieren nach. Okay, but let's go to the end in verse 16. So, lass uns zu Ende, zu Offenbarung 17, Vers 16 und 17 jetzt. It says, and the 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. Okay, so at the beginning here, why does the south rise up? So, hier am Anfang, warum kommt den Süden auf dagegen? Because they know what happened right there, Weil right? sie wissen, was gerade hier passiert ist. But they get deceived right here, right? Aber die werden hier verführt. Because it says, God hath put in their hearts to fulfill his will. Weil es steht geschrieben, dass Gott in ihrem Herzen geschrieben hat, um seine Wille zu erfüllen. Does that mean that the Lord deceived them, right? Das heißt, dass der Herr sie verführt hat, oder? What does it mean? Was heißt es? Let them go their way. Yeah, Let's Satan comes down, he lets Satan come down and deceive them. Er erlaubt, dass Satan herabkommt und sie verführt. Basically, because God says there's no new thing, but Satan says this time it will be different and it will be better. Also Gott sagt, es gibt keine neuen Sachen, aber Satan sagt, dieses Mal wird es anders sein, dieses Mal wird es bitter werden. You have nothing to fear. Besser.
You've nothing to fear for the future, lest you forget your past. Right? Nichts zu fürchten für die Zukunft, es sei denn, dass du die Vergangenheit vergisst. So for God hath put in their hearts to fulfill his will, to agree and give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled, right? Vers 17 haben wir gelesen. I don't know how many times I've read Seventh-day Adventist writing that I will never be deceived. I will stand at the Sunday law. They're not going to get me to keep a false Sabbath. Ich weiß nicht, wie oft ich gelesen habe, die Kommentare von 7-Tags-Adventisten, dass ich nicht verführt werde, dass ich stehen werde am Sonntagsgesetz, dass ich den Herrn nicht verleugnen werde und so weiter. But what does that remind you of? Aber über wem erinnert uns das? Peter, right? Petrus. Sister White says very clearly, only those that have a correct understanding of present truth will be kept from Satan's delusions. Und dann White sagt klar heraus, nur diejenigen, die ein korrektes Verständnis über die gegenwärtige Wahrheit haben, werden bewahrt werden vor die verführerischen Mächte des Satans. Right? Amen. Because it says, my sheep hear my voice, Steht, right? meine Schafe hören meine Stimme. Whereas those that are not grounded on present truth are listening to another gospel, Aber right? diejenigen, die nicht gegründet sind auf der gegenwärtigen Wahrheit, die folgen einem anderen Evangelium. Okay. Got to be very, really understand that right there. That if we don't understand present truth, we will be deceived right there. Also wir müssen das hier in diesen Versen genau verstehen, dass wenn wir die gegenwärtige Wahrheit nicht verstehen, dann wir werden eben verführt werden. Okay, let's go to Jeremiah 37. Jetzt Jeremia 37, auch in den Notizen. Okay, I want you to see a principle in here. Denn ich möchte, dass wir hierin ein Prinzip erkennen. Verse 1. Vers 1. And King Zedekiah the son of Josiah reigned instead of Coniah the son of Jehoiakim, whom Nebuchadnezzar king of Babylon made king in the land of Judah. But neither he nor his servants nor the people of the land did hearken unto the words of the Lord, which he spake by the prophet Jeremiah. Right? So the people are not receiving the present truth message that Jeremiah has given them. Therefore, what condition are they in? Also die Volk hier, die erhalten nicht die gegenwärtige Wahrheit, die der Prophet Jeremia sie gegeben hat. Also dadurch, was für ein Zustand ist das Volk? Deceived. Yeah, they're in darkness and Satan's got them in his snare, Also right? die sind in Dunkelheit, die sind verführt und Satan hat sie in seine Schlinge. And Zedekiah the king sent Jehukal the son of Shelemiah and Zephaniah the son of Messiah the priest to the prophet Jeremiah, saying, Pray now unto the Lord our God for us. Now Jeremiah came in and went out among the people, for they had not put him in prison. So it's before this point, right? Bis Vers 4 noch nicht im Gefängnis, also das heißt, dass es noch bevor diese Zeit ist. Then Pharaoh's army was come forth out of Egypt, and when the Chaldeans that besieged Jerusalem heard tidings of them, they departed from Jerusalem. So what two entities do you have here? So, welche zwei Entitäten hat man hier markiert? The north and the south, right? Das Norden und das Süden. So in the context here, Babylon represents the north and Pharaoh represents the south. Und in Right? diesem Zusammenhang, Babylon ist das Norden und Pharao, Ägypten, das Süden. So the north is besieging God's people at this point, Also right? das Norden zu diesem Punkt belagert Gottes Volk. And they hear tidings of the south, right? Und die hören Gerüchte von das Süden, die anmarscht. Okay. So my question, right? This is marking right at the end, right here, right? So, das markiert hier gerade das Ende hier. My question is why now? So, in Folge meine Frage denn. Maybe it's an incorrect question. Okay, the point is that the Chaldeans represent the king of the north that's been making a Sunday law through this time period, Also right? die Chaldäer, die stellen das König des Nordens dar, die durch diese Zeitperiode hindurch ein Sonntagsgesetz gemacht haben. And we know that when we get to the end, they're going to make a last push to destroy God's people, right? Und wir wissen, dass wenn sie am Ende hier kommen, sie werden einen letzten Stoß geben,
Gottes Volk zu töten. So the point is that the king of the north surrounded God's people, and all of a sudden they hear about this army from the south coming, right? König des Nordens, die Gottes Volk belagert, und dann hören sie Gerüchte von diesen Südarmee, der im Anmarsch ist. So where do they hear that? So, wo hören sie diese Gerüchte hier? Where do they hear these, what does it say, tidings? Wo hören sie diese Botschaften, diese Nachrichten, diese Gerüchte? I know what you refer to, but In Jeremiah 37 verse 5. Jeremia 37, Vers 5. Then Pharaoh's army was come forth out of Egypt, and when the Chaldeans that besieged Jerusalem heard tidings of them, they departed from Jerusalem. So what did they hear? How did they hear that? So, warum haben sie das gehört? Was haben sie gehört? The prediction. Yes, who's it that gives tidings? Also, wer ist es, der diese, also weniger Gerüchte, sondern Botschaften gibt denn? Okay, at least from my perspective, I want to make this suggestion that the tidings right here is the prediction that they hear about. So, ich möchte den Vorschlag hier bekannt geben, dass diese Gerüchte, die sie hören hier, ist eben die Vorhersage. Okay, so now go to verse 6. Gehen wir jetzt zu Vers 6, ist immer noch in Jeremia 37. Then came the word of the Lord unto the prophet Jeremiah, saying, Thus saith the Lord, the God of Israel, Thus shall ye say to the king of Judah, that sent you unto me to inquire of me, Behold, Pharaoh's army, which is come forth to help you, shall return to Egypt into their own land. So, who's Jeremiah talking to here? So, zu wem spricht Jeremia hier? Well, yes, he's talking to God's people, right? Or the apostate people. Zu Gottes Volk, also die abgefallenen Volk. And when you get to verse 7, Und wenn man Vers 7 ankommt, Thus saith the Lord God, the God of Israel, Thus shall ye say to the king of Judah, that sent you to me to inquire of me, Behold, Pharaoh's army, which is come forth to help you, shall return unto Egypt into their own land. And the Chaldeans shall come again and fight against this city, and take it and burn it with fire. Thus saith the Lord, Deceive not yourselves, saying, The Chaldeans shall surely depart from us, for they shall what? not depart. Not depart. Bis Vers 9. What is Jeremiah saying that they won't depart? What's he talking about? Was sagt Jeremia hier? Die werden nicht weichen. Worüber spricht der? It only seems like they're departing. Right. It only seems like they're departing. Right? Scheint nur, als wenn sie weggehen. He's not contradicting himself, right? Er widerspricht sich hier nicht. For though ye had smitten the whole army of the Chaldeans that fight against you, and there remain but wounded men among them, yet should they rise up every man in his tent and burn this city with fire. Vers 10. Right? So he's talking about here and he's predicting about here. Also right? spricht über hier und sagt sagt voraus hierüber. This is what happened in 1848, right? Das ist das, was im 1848 geschah. The people probably didn't believe that it's possible that he's going to come back again, and there it was right there, right before their eyes. Also die right? Volksmänner haben es wahrscheinlich für zu unwahrscheinlich geglaubt, dass er wieder hier kommen wird, aber genau vor ihren Augen ist das genau And geschehen. it just reminded me, so go to Revelation 17, Also ich habe gerade einen Gedanke bekommen, geht jetzt zur Offenbarung 17 in unserer Bibel, because it talks about this. darüber spricht es, Verse 8. Vers 8. It says, The beast that thou sawest was and is not. Right? The is not is when she comes to her end. Right? Also der Tier, der ist nicht, da markiert der Punkt, wo diesem Tier sein Ende ankommt. Okay, so when she comes to her end, this is the Chaldeans
fleeing away because the Egyptians come against them, right? Wenn sie zu ihrem Ende kommt, das markiert der Punkt, wo die Chaldäer flüchten, weil sie gehört haben, dass die Ägypter annähern. But it says, and shall ascend Aber es sagt dann weiter, wird wieder aufkommen. out of the bottomless pit and go into perdition. And they that dwell on the earth shall what? Also diejenigen, die auf die Erde leben, werden was? They're going to wonder Die werden bewundert sein. whose names were not written in the book of life from the foundation of the world when they behold the beast that was and is not and yet is. Sie werden staunen darüber. Why do they wonder right here? Warum staunen sie gerade darüber? What's the thought? Because they don't listen to God's word, right? They don't believe that it's possible. Die Right? staunen an dieser Stelle, weil sie glauben Gottes Wort nicht. Die glauben nicht, dass das, was vorhergesagt wird, möglich ist. So Jeremiah is standing in this time period here when they flee away, and he's now warning them, don't you be deluded by this. They're still there and they're coming right back here. So Jeremia steht an diesem Zeitpunkt, wo sie wegflüchten, und er sagt klar voraus, sei nicht getäuscht, die kommen sicher wieder, gerade an diesen Punkt hier. So when it comes to our time of peace, we are to be on our guard, right? So, wenn es kommt zu unserer kleinen Zeit des Friedens, wir müssen wohl wach auf unsere Posten sein. How does this come here, this point? So, wie kommt diesen Punkt hier an? Suddenly and unexpected. Suddenly and unexpectedly. Plötzlich und unerwartet kommt diesen Punkt auf uns zu. So it's only a seeming time of peace, right? Es ist nur ein scheinbares Zeit des Friedens. It's right there that he says they will not depart. They're just regrouping and they are going to be hot on your heels, right? Gerade da sagt Jeremia, die werden nicht weggehen. Sie sammeln sich nur und sie werden dich heiß auf der Ferse sein. Okay, die Fersen. Okay, so okay. Right. So, now just go down. So, zurück zu Notizen und geht hinab etwa. Also, Right, Lawrence, can you just translate these things? I just translated the whole document. Ende von Jeremia. Also das ganze Dokument ist übersetzt worden, aber wir wollen zu dieser Bündnis der Nationen kommen. I think. Yeah, I can also translate some. It's better to do them individually. Otherwise, it just looks like a chaotic piece of. Okay, the first one we're going to look at is the League of Nations, right? So diese erste Veranschauung, die wir anschauen werden, ist diese Bündnis der Nationen. Now, the point I want you to get, right, Und der Punkt, den ich möchte, dass wir verstehen, is that God is the Alpha and Omega, the beginning and the end, dass Gott right? das Alpha und Omega, Anfang und Ende ist. So we see that at the beginning of the Sunday law, they make a league, and the league is a worldwide conglomerate of leaders, So, wir right? können sehen, am Anfang des Sonntagsgesetzes machen sie ein Bündnis, und dieses Bündnis ist eine weltweit verbreitete Zusammenkommen von die Weltanführern. Okay. Right. So, but this, the League of Nations, was made at the end. Aber diese Völkerbündnis hier, die worüber wir gleich lesen werden, wurde hier am Ende gemacht. And it was made in the aftermath of the First World War. Und es ist zusammengekommen in den Aftermath, dem Ende vom Ersten Weltkrieg. Okay. So let's just look at that, right? Also So lasst uns das anschauen. basically, what I want us to see is that if you just take, let's go from here to here. What do we have at the beginning? So, was haben wir hier am Anfang? A league, right? Es gibt ein Bündnis. And that league is going to go all the way through, right? Until the Egyptians rise up against them, Und right? dieses Bündnis wird standhaft bleiben, den ganzen Weg hindurch, bis die Ägypter sich dagegen aufkommen. And they're going to eat her flesh
and burn her with fire. Sie Right? werden ihre Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. And this morning we read that they're also going to rise up against the Egyptians, right? Und heute Morgen haben wir auch gelesen, dass sie auch gegen die Ägypter aufkommen werden. Okay, we'll look at that in a moment. But the Egyptians, in that sense, is this league, right? Das werden wir gleich anschauen, aber die Ägypter in diesem Sinne ist das Bündnis. Right. Okay, just look at this, right? It says So, lasst uns das anschauen. the League of Nations, abbreviated as LON, French Society des Nations, abbreviated as SDN, was the first worldwide intergovernmental organization whose principal mission was to maintain world peace. It was, now, just remember, what's this 1,000 years marking? So, was markiert diese 1000 Jahre? 1000 Years of Peace. 1,000 years of peace. So, 1000 Jahre des Friedens. And I want to ask a question, right? Ich möchte jetzt hier eine Frage in den Raum stellen. Adolf Hitler, when he set up his kingdom, marking the Second World War, So, Adolf Hitler, als er sein Königreich aufstellte, markierend dadurch den Anfang des Zweiten Weltkrieges, how long did he want his kingdom to reign for? wie lange wollte er, dass sein Königreich regieren sollte? 1,000 years, right? 1000 Jahre. They believed in this millennium foolishness, right? Also die haben an diese 1000-jährige Reich Unsinn geglaubt. Right? So you can be sure that when this comes, they're thinking in a spiritual sense, right? That this is their 1,000 years of peace. Also ihr könnt sicher sein, dass wenn das hier ankommt, so im geistlichen Sinne, dass sie glauben, dass das deren 1000-jähriges Friedensreich wird. Because it says, when they shall cry peace and safety, what comes? Denn es steht geschrieben, wenn sie Friede und Sicherheit rufen, was kommt auf sie zu? Sudden destruction. Plötzliche Zerstörung kommt. Okay, I have to understand this point, right? So, it says it was founded on the 10th of January 1920 following the Paris Peace Conference that ended the First World War in 1919. US President Woodrow Wilson won the Nobel Peace Prize for his role as the leading architect of the League. The organization's primary goals, as stated in its covenant, included preventing wars through collective security and disarmament and settling international disputes through negotiation and arbitration. Other issues in this and related treaties included labour conditions, just treatment of native inhabitants, human and drug trafficking, the arms trade, global health, prisoners of war and protection of minorities in Europe. Okay, etc., etc. Now, it was 4 years it lasted, right? 1914 to 1918. 4 Jahre dauert das an, 1914 bis 1918. And it was a parallel to the US Civil War, Und das war eine Parallel zu dem US-Bürgerkrieg. which was also for 4 years, and it was a war between the North and the South. Das Right? war auch 4 Jahre lang angedauert und das war ein Krieg zwischen dem Norden und Süden. And we understand from many sources that the Jesuits were controlling both the North and the South, pitting them against each other. Wir Right? verstehen durch viele Quellen, dass die Jesuiten haben beide Seiten kontrolliert und haben sie beide Seiten gegeneinander angestiftet. Now, if you just go down a couple of bit, there's a league there. That league's called the United States of America. Wenn wir ein bisschen hinabkommen, es gibt so ein Bündnis da und dieses Bündnis heißt der United States of America, also der The United Vereinigte States of Staaten. America is a league, right? Der Vereinigte Staaten ist auch ein Bündnis. It's a league of what? Es ist ein Bündnis von was? Countries. Nations, right? Es ist ein Bündnis von Nationen. All those states that were set up independently in the United States were little countries, right? All diese Bundesstaaten, die einzig für sich in den USA aufkamen, waren alle kleine Länder für sich. They were all independently governed and they had their independent laws. And at the end of the US Civil War, they made the 14th Amendment. Also die waren alle unabhängige Länder, die hatten alle ihre unabhängige Regierungen und Gesetze. Und am Ende von dem zivilen Bürgerkrieg, die haben den 14.
Amendment? Zusatzartikel. Der 14. Zusatzartikel des Constitutions, der Verfassung, hinzugefügt. Okay, so basically the 14th Amendment to the United States Constitution was adopted on July 9th, 1868 as one of the Reconstruction Amendments, arguably one of the most consequential amendments to this day. The amendment addresses citizenship rights and equal protection under the law and was proposed in response to issues related to former slaves following the American Civil War. Right? So it covered a whole bunch of things, but the point that I want you to see is that formerly, prior to this amendment, everybody had citizenship of the state that they were in, but after this point, no longer. They now had, it was like a united citizenship. You were now a citizen of the United States. You were not a citizen of Georgia or a citizen of Wisconsin or of New York. You were a citizen of the United States. Right? So, diese 14. Verfassungsveränderung, also davor warst du ein Bürger von New York oder von Kalifornien oder von Georgia oder wo auch immer. Aber diese 14. Verfassungsveränderung beinhaltet viele Sachen, aber das, worauf ich sprechen möchte, ist, dass davor warst du eine von diesen Staatenbürger und danach warst du ein Bürger der Vereinigten Staaten. So what's coming? So was kommt? I mean, you are already European citizen, right? Yeah, but Europe is... Also wir sind bereits europäische Bürger in dem Sinne. Not in a true sense. They've been trying this for years to get it to where they want it. It's still not there, right? Also es ist immer noch nicht ganz da, wo sie es haben wollen. Hier. Now remember, when you look at this illustration, the league is here all the way through, right? Denkt dran, wenn wir diese Darstellung anschauen, dass diese Bündnis hier am Anfang, es geht den ganzen Weg hindurch. What's the difference between the league up to this point and the league that is going to be through this point? So, was ist der Unterschied von dem Bündnis, die bis zu diesem Punkt geht, und der Bündnis, der durch diese Zeit hindurchgehen wird? What's the difference? Was ist der Unterschied? Those that dominate, at least outwardly. Okay, maybe the point is, here the woman is sitting on those kings, and here the woman is forgotten. So, hier die Frau setzt auf diese Könige und hier in diese Zeit die Frau wird für eine Zeit vergessen. So here this League of Nations, it says, what does it say that the woman is doing in Isaiah 23 from this time to this time? So, was sagt es in Jesaja 23, was die Frau von dieser Zeit bis zu dieser Zeit macht? No, in Isaiah 23. I said that. So in Isaiah 23, what is it the woman does from this time to this time? It's okay, I just build the sentence differently. I mean, she's going about her business. She's regrouping. Yes, she's trying to she's manipulating them all again, right? Also sie versucht sie zu manipulieren wieder, also sie versucht sie zu beeinflussen. Because what did the kings do right here? Denn was haben die Könige gerade hier getan? They wanted to put her back on the throne. Yes, so she's knocked off the throne here, and they want to put her back on the throne here. So it tells us in this time period, this league, the woman is not in control, but she's wooing them, right, and deceiving them. Also hier zu diesem Zeitpunkt, die Frau ist von ihrem Podest runtergeschmissen worden und hier wollen sie wieder auf den Podest stellen. Also das sagt uns, dass in dieser Zeit die Frau ist zwar nicht in Kontrolle, aber sie versucht sie auf starke Weise zu beeinflussen und zu beeinträchtigen. Okay. That's why it will look like on the surface that it's impossible what you're seeing. Right? Darum wird es zumindest auf der Oberfläche so aussehen, als wäre es unmöglich, was wir vorhersagen. Right? So in this time period, what you're predicting here is like complete nonsense. It's impossible for that to happen. Diese Zeitperiode hier, es ist total unmöglich, das, was wir vorhersagen, dass das zustande kommen wird. Right? That woman gets knocked off and they rise up and eat her flesh and burn her with fire. Diese Frau wird hier abgestoßen und die werden aufkommen und ihren Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Nobody's going to believe that's going to happen. Niemand wird glauben, dass das stattfinden wird. But once it's happened,
and they make this league right here, Aber wenn es geschieht und die diesen Bündnis hier abschließen oder machen, you're going to tell them that it's going to repeat all over again right here. They're going to be no way, Jose. du wirst sie sagen, es ist genau hier an diesem Punkt, wird sich wiederholen. Die werden sagen, keineswegs, niemals. But God's word says it. Aber Gottes Wort sagt es. This is what's going to cause the whole world to sit up and take notice that God has a people on the earth, because it's impossible to do what is going to be done. Das ist das, was gerade verursachen wird, dass die ganze Welt aufsetzen wird und zuhören wird, denn das, was wir machen werden oder vorhersagen werden, ist eben unmöglich, dass es stattfinden wird. Now, I've also written there about the United Nations, but we don't necessarily have to read that. It's just the same thing. But the United Nations comes at the end of the Second World War, Ich right? habe auch über die Vereinigten, die UNO da beschrieben, aber darüber müssen wir nicht reden. Die UNO kommt zu Ende von, did you say Second World War? Yes. Ende vom Zweiten Weltkrieg. So you got First World War, Second World War. Also in United diesem Sinne, Nations, right? Ersten Weltkrieg hier, Zweiten Weltkrieg hier, UNO kommt hier auf. So it's just showing you the exact same illustration in this time of peace as what's taking place in this time of Es peace. zeigt Right? nur genau denselben Darstellung, wie was in dieser Zeit des Friedens stattfindet, wie auch in diesen. Who are the 10 kings, or which organization is the 10 kings that puts the Pope on the throne here of the Sunday law? So, welche Organisation ist es, diese 10 Könige, die den Papst am Sonntagsgesetz auf den Thron stellen? Why are you looking at me like that? Of course it's the United Nations, right? Natürlich ist es den UNO. It's not a trick question. It's important that we get this in our mind, right? Also das war keine Fallefrage. Es ist wichtig, dass wir das in unserem Verstand So haben. we've taught this for years. The United Nations is the organization that's going to put the Pope on the throne, Wir right? haben das jahrelang gelehrt, dass die UNO ist gerade diese Vereinigung, die den Papst wieder auf den Thron der Welt stellen wird. Okay, so the time of peace is since the end of the Second World War, where the United Nations was made until the Sunday law, So, right? das Zeit des Friedens von Ende des Zweiten Weltkriegs, das Aufkommen des UNO bis zur Sonntagsgesetz hin. It's just another fact, another illustration, right? Ist nur eine weitere Darstellung desselben. Okay. So it's confirming this point for us, right? It's only a seeming time of peace. So, das right? bestätigt diesen Punkt, den wir hier anschauen, dass das nur eine scheinbare Zeit des Friedens sei. Now there's another league I want to mention here, and it's called the League of Letsia, led by Skanderberg. Es gibt eine weitere Bündnis, über den ich hier sprechen möchte, und das ist der Bündnis von, I'm just trying to find it. Der Bündnis über Lethe, und das war geführt durch Skanderberg. This league was set up in Albania by this guy here, Skanderberg. Und diesen Person Skanderbeg hat diese Bündnis in Albanien aufgestellt. And it was set up because of the Ottoman Empire that was invading their land. Und das wurde aufgestellt, oder diese Bündnis zusammengekommen, wegen des Ottomanischen Reich, der in den Balkan eindrängte. So, is the world being invaded by Islam? So würde oder ist der Welt gerade durch den Islam invaded, überfallen, so quasi eine Invasion. Right? Is it? Ist das der Fall? Yes. Yes, right? Ja, wohl. So this league was made because of that. It was made Kosovo, Albania, Serbia, Macedonia, Greece, and Montenegro. They leagued together to form this league, this alliance, so that when they came, that they could fight against them, right? Also diese 6 Balkanländer haben diesen Bündnis zusammengeschlossen, damit, wenn die Ottomanischen Reich ankommt, die konnten gemeinsam dagegen stehen. So you have another reason for the league here, right? Also es gibt einen weiteren Grund für diesen Bündnis hierdurch. So in one sense, the league, right, is made to control the nations, to equality, all sort of satanic garbage, right? Also auf einem Sinne, dieser Bündnis wird geschlossen, um
die Frieden in den Nationen zu haben und diese Menschenrechte und all diese satanischen Unsinn irgendwie hochzuhalten. But there's this organization, the East Wind, the Ottoman Empire, that is not in agreement with their league, and it's invading. It's not in agreement with their ideologies, right? And it is invading, right? Und dann gibt es aber diese andere Gruppe, also des Osmanischen Reich oder den Islam, die überhaupt nicht in Übereinstimmung mit ihrem Ideologie sind, also von den Bündnis, und die überfallen oder die kommen rein oder die kommen dagegen. Okay, but 9/11, what does 9/11 teach us? Aber 11. September, was lehrt uns das, 9/11? Also a league war against the terror. Das war Yes, auch ein if you're not Bündnis. with me, you're against me, right? George Bush hat gesagt, wenn ihr nicht mit mir seid, dann seid ihr gegen mich. But was that league made after the event or before the event? Aber würde diese Bündnis nach das Ereignis zusammengekommen oder davor? After the Es war event, right? natürlich danach. Was an effect, right? Es war ein Effekt. Okay, so Islam came in, hit them hard, right? And affected their financial structure, right? Also es war eine Reaktion, es war eine Ursache. Denn Islam ist reingekommen und hat deren Finanzstruktur, ihre Wirtschaftsstruktur angerührt. But the Lord wants us to see that there's these two entities happening at the same time. There's the internal civil war rising up, eating their flesh and burning with fire, and the east wind striking, Also right? der Herr möchte, dass wir sehen, dass es diese zwei Entitäten gleichzeitig, die aufkommen, also den Südmächten, die kommen herauf und die essen ihrem Fleisch und brennen sie mit Feuer, und aber auch das Ostwind, der aufkommt. So therefore, there's two reasons why they make an alliance, Also right? da gibt zwei starke Gründe, warum sie diesen Bündnis an dieser Stelle schließen. Because of the east wind and because of the south, right? Wegen des Ostwind und den Süden. One's for control, the other one's for protection. So der eine ist für Kontrolle und der andere für Schutz oder Verteidigung. Right? One's to control the internal elements, the other one's to protect from external elements. Right? Der eine ist das Interne zu kontrollieren und der andere ist vor externe Mächte zu schützen. Okay, now there's much I could say about this, but Es gibt vieles, was ich darüber sagen konnte, I want to talk more about it, but we'll do that tomorrow morning. und ich möchte auch mehr darüber sprechen, aber das werden wir morgen früh weiterfahren. Everybody follow. Kann right? jeder folgen. Okay, we have to understand this because we're going to be really predicting these events. Dies müssen wir verstehen, denn wir werden diese Ereignisse vorhersagen. Okay, let's close our round of prayer. So, lasst uns mit unserer Gebetsrunde für heute abschließen.